Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir tuckern also im letzten Abschnitt unserer Fahrt langsam vor uns hin und dann fängt an, der Motor ein bisschen Probleme zu machen. Seltsame Geräusche, irgendwie gibt er nicht mehr so viel Gas, die Drehzahl eher am Absinken und zu allem Übel, die Sonne geht auch langsam unter. Also versuche ich abzukürzen, gleichzeitig versucht Doro irgendwie am Motor rumzuschrauben und es besser zu machen. Naja, Aufmerksamkeit auf jeden Fall auf die falschen Dinge gerichtet, denn hinter uns zieht gerade ein Schlepper ein riesiges Schiff, wenn nicht sogar eine Plattform hinter sich her und versucht uns auf Niederländisch klarzumachen, dass wir auf die Seite gehen sollen. Erst als uns die Hafenbehörde anfunkt und auf Englisch erklärt, was denn los ist, können wir reagieren. Wir fahren zur Seite, erklären, unser Motor hat Probleme. Da wird es aber auch wieder spannend, denn anders als in Deutschland, wo wir auch schon einmal in eine ähnliche Situation gekommen sind und da erstmal ordentlich Anschiss bekommen haben, war hier direkt das Angebot, hey, braucht ihr Hilfe? Sollen wir jemanden rausschicken? Welche Probleme habt ihr? Etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Wir haben Hilfe angeboten gekriegt, anstatt dass wir Ärger bekommen. Props auf jeden Fall an Hafen Control. Und zum Glück sind wir gut in den Hafen angekommen. Jetzt heißt es Vorbereitung, Mast legen. Wir sind in Breskens angekommen und versuchen nun mit dem Hafenmeister über das Mastlegen zu reden. Denn unser Freund Franz hat uns den Tipp gegeben, dass es hier recht günstig sein könnte. So, wir bereiten uns langsam mal vor auf die Mastlegung. Wir müssen noch ein paar Sachen ausmessen, schauen, wo der Mast am besten hinpasst. Ich war gerade auch im Wald, habe etwas Holz gefunden und auf dem Weg habe ich noch einen Spediteur getroffen und der hat mir ein bisschen Holz dagelassen. Jetzt brauchen wir noch einen Termin mit der Firma, die den Mast legt und dann können wir eigentlich auch schon los. Unsere Hoffnung ist, dass es nicht allzu lange dauert, wir nicht allzu lange warten und dass es auch etwas weniger kostet als ausgeschrieben. Weil aktuell kostet es 135 €. So, wir haben den Termin. Das heißt, Mast kommt runter. Und für euch heißt es wieder Videomontage. Let's go! Baum vorbereitet, jetzt sollen die Profis mal weitermachen. Okay, wir wollen gerade losstarten. Schön zu einem Krantermin. Dann das. Kupplung geht nicht. Irgendwas spinnt. Motor abgeschaltet. Wir mussten jetzt direkt beim Nachbarn anlegen. Als Avarie. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Und dann sehen wir das. Ein Fender, der sich um den Propeller gewickelt hat. Ai. Also,
Doro hat diesmal den kürzeren gezogen, umgezogen und rein ins Wasser. Atmen, atmen. Ich sehe nichts. Du musst mit dem Licht ganz nah ran, dann siehst du vielleicht was. Traurig nicht. Muss ich jetzt rein? Nachdem du schon drin bist. Das Wasser ist sehr trüb, man sieht schlecht. Ich versuche trotzdem herauszufinden, wie sich die Fenderleine in der Welle verfangen hat. Und? Ist einfach nur drum gewickelt. Okay. Aber so einmal verknotet. Gezogen kriegst du es nicht, oder? Nein, so ist der Knoten. Das ist bloß ein Messer. Mittlerweile ist es gar nicht so kalt. Ja, weil man nichts da spürt. Der Fender zieht am Seil, das ist ein bisschen doof. Und ich blende mich dauernd mit dem Licht, weil ich nur eine Hand dann frei habe, weil ich am Fender ziehen muss. Ich versuch's mal ohne, ja. Hast du's? Ja. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir ihn abmachen, den Fender. Aber abgekriegt hat sie nicht, also musste ein Messer her. Okay, Fender abgehackt. Der Fender war ab, aber die Leine vom Fender war weiterhin um die Welle gewickelt. Hey, nicht mit dem Kopf anstoßen. Ich habe nur das Seil gesehen, ich dachte, da wäre schon vorbei. Fertig. Nice. Mission erfüllt. Du stehst auf einer Leiter. Eieiei. So, jetzt durch die Fender-Aktion haben wir unseren Kramtermin verpasst. Aber wir haben Glück. So, heute ist Freitag. Die arbeiten tatsächlich morgen noch. Und wir haben morgen früh noch einmal eine Chance bekommen. Mann, und das Ding ist gerade vielleicht 100 Meter entfernt. Ah. So, schönen guten Morgen. Wir haben etwa 8 Uhr morgens jetzt. In wenigen Minuten müssen wir vor unseren Mast legen. Aber davor muss ich jetzt noch die ganzen Fenster trocknen, weil wir hatten jetzt 4 Grad in der Nacht. War dann doch etwas kalt. Und das Boot schwitzt ein bisschen von hinten mal wieder. Um pünktlich loszukommen, haben wir sogar auf unser Frühstück verzichtet. Wir waren ziemlich aufgeregt, auch wenn wir schon einmal den Mast gelegt haben. Nur dieses Mal legen wir den Mast auf unser Boot drauf. Ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen? Kaum waren wir da, ging es auch schon los. Der Kranführer hat erstmal alle Wanten und Stagen abgemacht. Das sind die Stahlseile, die den Mast in jede Richtung halten. Und mit Hilfe des Krans hat er dann den Mast angehoben. Doch da war schnell klar, zu dritt kriegen wir das so nicht hin. Also kam Verstärkung. Der Mast ist in Position und wird nun vorsichtig heruntergelassen. Vorsichtig an den Solaranlagen vorbei. Und auf den Heckkorb drauf. Hierfür haben wir in weißer Voraussicht die Rettungsinsel schon einmal abgemacht. Als nächstes noch etwas Holz drunter zur Stabilisierung und Schonung des Mastes und des Heckkorbs. Fertig. Freundlich, zuverlässig, schnell, professionell erledigt.
Ein großes Dankeschön an Yachtservice Delta. Und ein kleiner Bonus, wir haben nur 85 € bezahlt. Guck so, als würde es dir Spaß machen. Ja, weil ich hab Hunger. Tschüss, Kran. Hallo, Liegeplatz. Nun müssen wir noch den Mast etwas absichern, vor allem die Rollrefanlage so weit befestigen, dass sie nicht durchhängt. Zusätzlich ein paar Fender, damit der Mast gestützt wird. Und sogar unsere Antenne schließen wir provisorisch wieder an, damit wir auf den Kanälen funken können. Am Motor füllen wir noch Öl und Kühlmittel auf und auch unsere Wassertanks werden aufgefüllt. Dann kann es auch schon losgehen. Das war's dann auch schon von Breskens. Und unser Abenteuer geht jetzt als reines Motorboot weiter. Unser nächstes Ziel ist die Schleuse in Terneusen. Unser Eingang in die große Welt der Binnenstraßen. Theoretisch fand ich unsere Technik bisher am besten. Wir sind noch nie Schleusen gewesen mit großen Booten. Wir haben ein bisschen Schiss, was da so jetzt abgehen wird. Das Schleusen war tatsächlich nicht ganz ohne. Das Transportschiff vor uns hatte seinen Motor nicht abgestellt, damit es in Ruhe seine Fahrt mithalten konnte. Zu unserem Leid, denn das hat für ganz schön krasse Bewegungen bei uns gesorgt. Das Schleusen war jetzt alles andere als entspannt. Umso glücklicher waren wir, als es endlich vorbei war. So, sag mal, wie anstrengend es war. Super anstrengend. Ja, man muss halt die ganze Zeit gegen die Querströmung von dem Tanker vor einem. Du hast auch Motorrad, oder? Nicht nur ich habe gezogen mit den Leinen. Wir hoffen, dass das nicht noch öfter so kommt. Nach der Schleuse ist es recht entspannt. Obwohl reger Verkehr herrscht, ist genug Platz für uns, um in Ruhe aneinander vorbeizukommen. Und dann kam sie, unsere erste Brücke, unter der wir durchfuhren, ohne dass sie sich für uns öffnen musste.
Nach wenigen Meilen kam auch schon die Grenze. Auf geht's nach Belgien. Rechts haben wir den letzten Hafen der Niederlande. Links geht's nach Belgien.